Ein guter Ausgangspunkt, um São Miguel zu erkunden, ist Ponta da Gada. Solltet ihr auf Street Art stehen, seid ihr hier genau richtig. Der Künstler Yves de Costa hat sich mittlerweile mit über 400 seiner Herzbilder auf der gesamten Insel verewigt. Aber auch ansonsten lohnt sich ein Spaziergang durch die Altstadt. Eine Whale-Watching-Tour darf auf São Miguel nicht fehlen. Die Sichtungsbedingungen sind das ganze Jahr über günstig, aber besonders im Frühling tummeln sich viele Arten an den Küsten der Azoren. Direkt am Hafen von Ponta de Gada gibt es mehrere Anbieter, die solche Touren veranstalten. Die Ausflüge werden durch Meeresbiologen geleitet und es gibt viel spannenden Input. Wir hatten sehr viel Glück und haben gemeine Delfine, große Tümmler und Seiwale, die drittgrößte Walart, gesehen. Der Kostenpunkt für eine dreistündige Tour lag bei 65 € pro Person im Mai 2024. Ein Ort, der in Ponta Delgada definitiv einen Platz in unserem Herzen erobert hat, ist der Botanische Garten. Wir waren sogar zweimal dort. Einmal bei herrlichstem Sonnenschein und einmal bei strömendem Regen. Aber egal wie das Wetter ist, das tut der Schönheit dieses Parks keinen Abbruch. Der Eintritt in diesen toll angelegten Park ist übrigens frei. Wer Tiere mag, ist hier genau richtig. Es gibt hier eine Vielzahl von Vögeln und zwei dort lebende Katzen. Mit den beiden haben wir natürlich direkt Freundschaft geschlossen.
So this is a volcanic stone. It used to be like this, Yes. but this is a result of oxidation. Wir haben auch eine Offroad-Tour nach Sete Cidades gemacht. Unser Guide Sergio war übrigens super. Wir haben so viel über seine Heimat erfahren. Habt ihr gewusst, warum auf den Azoren eigentlich so viele Hortensien sind? Die sind eigentlich gar nicht dort heimisch. Aber es gibt sehr viele Kühe auf den Azoren und Kühe mögen keine Hortensien. Daher können sie als natürliche Begrenzung der Weiden genutzt werden. Auf der Tour haben wir ein altes Aquädukt, den blauen und den grünen See und den Ort Sete Cidades gesehen. Für die 3,5-stündige Tour haben wir 40 € pro Person bezahlt und unsere kanadischen Begleiter waren auch der Knaller. Yes. Hold on. Okay. Freaking kidding me. Are you okay? I'm being tame. You're fucking killing me. Holy shit. Isaac, you can't complain when I go over a pothole ever again. Wir haben noch einen weiteren Ganztagesausflug gemacht, bei dem wir zunächst bei einer der letzten beiden Teeplantagen Europas waren. Beide sind auf den Azoren. Auch wenn die Geräte aussehen, als wären sie aus einem Museum, werden diese tatsächlich noch heute zur Teeproduktion genutzt. Die Teeproduktion an sich ist nicht mehr wirklich lukrativ, aber das Geschäft mit den Touristen ist es hier auf jeden Fall. Weiter ging es nach Fornasch. Hier waren wir zunächst im Terra Nostra Park, eine wunderschöne Parkanlage, in der man locker den ganzen Tag verbringen kann. Leider hatten wir hier nur etwas mehr als eine Stunde Zeit. Diese haben wir dann für ein Bad in den heißen Quellen und einen kleinen Spaziergang im Park genutzt. Die Ticketpreise für 16 € pro Person fanden wir allerdings ziemlich happig, zumal die Tickets einen Monat vorher noch 10 € pro Person gekostet haben. In jedem Fall lohnt es sich, bei dem Eintrittspreis einen ganzen Tag dort zu verbringen. Da wir aber keinen Mietwagen nehmen konnten und den öffentlichen Nahverkehr in Portugal und auf den Azoren generell oft verwirrend fanden und dieser durch Feiertage auch noch eingeschränkt war, blieb uns nur diese Option. Natürlich mussten wir auch den Cocido, den traditionellen azorianischen Eintopf, probieren, der immer noch ganz traditionell in den Schwefelquellen gekocht wird. Mir war es etwas zu viel Fleisch, aber geschmeckt hat es trotzdem wunderbar. Danach sind wir dann auch noch in eine Prozession zu Pfingsten geraten.
Zu guter Letzt haben wir auch noch eine Ananasplantage besucht. Hier haben wir auch Ananas-Natas probiert. Habt ihr Lust auf noch mehr Natas? Unseren Nata-Test durch Portugal verlinken wir euch hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder folgt uns für weitere kulinarische und feline Reiseabenteuer quer durch die Welt.